Der pazifische Feuerring. Hier pulsiert der Planet, schafft und zerstört. Eine Reise durch Zeit und Tiefe. Staffel 2. Der Atem der Erde. Wir beginnen in Japan, am Fuße des Sakurajima, einer der aktivsten Vulkane der Erde, der fast täglich Asche spuckt. Doch die Menschen hier fliehen nicht. Sie haben gelernt, die ständige Bedrohung in ihren Alltag zu integrieren. Schon die Kleinsten tragen auf dem Schulweg Helme gegen herabfallenden Bimsstein. Es ist die ultimative, stoische Koexistenz mit den Naturgewalten. Und diese Koexistenz bringt sogar wundersames Leben hervor. In der aschebedeckten, extrem fruchtbaren Erde wachsen Giganten. Der Sakurajima-Rettich, der schwerste der Welt, wird hier von Hand geerntet. Bis zu 45 Kilogramm schwer, ein Beweis für die Kraft dieses Bodens. Die Menschen passen sich an, Generation für Generation. Wir können die Bewegungen der Erde nicht aufhalten. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Aber wir können aufhören, blind zu sein. Die Menschheit baut sich gerade ein neues Sinnesorgan. Ein globales Nervensystem, das tief unter der Oberfläche pulsiert. In flimmernden, neonblau beleuchteten Serverräumen fließen die Daten der Welt zusammen. Hier messen wir den Puls unseres Planeten, jeden Mikroriss, jede Verschiebung im Gestein. Die archaische Gefahr trifft auf hypermoderne Präzision. Wir warten nicht mehr auf das Beben. Wir hören ihm bereits zu, bevor es die Oberfläche erreicht. Ein gigantisches Netzwerk, das unsere Ozeane durchzieht. Über 1 Million Kilometer Glasfaserkabel liegen am Grund der Meere. Eigentlich leiten sie das globale Internet. Doch jetzt werden sie zum größten Seismographen der Menschheitsgeschichte umgebaut. Über 1,48 Millionen Kilometer Kabel bilden das Rückgrat unserer digitalen Welt. Sie liegen in absoluter Dunkelheit, in Tiefen, die kaum ein Mensch je gesehen hat. Doch Forscher haben einen Weg gefunden, diese Kabel zum Zuhören zu bringen. Die Technologie nennt sich Distributed Acoustic Sensing, kurz DAS. Dabei schickt ein Laser tausende Lichtimpulse pro Sekunde durch die Glasfaser. Jeder winzige Defekt im Glas reflektiert einen Bruchteil dieses Lichts zurück.
Das ist der sogenannte Rayleigh Backscatter, ein stetiges, leuchtendes Echo. Trifft nun eine Erdbebenwelle auf das Kabel, wird die Glasfaser minimal gedehnt. Dieses winzige Beben verändert sofort die Phase des zurückgeworfenen Lichts. So wird jeder Meter des Kabels zu einem hochempfindlichen Mikrofon. Doch die UN und globale Organisationen gehen noch einen gewaltigen Schritt weiter. Das Projekt JTF Smart Cables stattet das Netz mit echten Sensoren aus. Ende 2023 startete der entscheidende Testlauf im Ionischen Meer. Das INSEE-Projekt verlegte ein 21 Kilometer langes intelligentes Kabel. In die stählernen Gehäuse der Signalverstärker wurden Seismometer integriert. Zusätzlich messen externe Sensoren den Wasserdruck und die Temperatur. Das Kabel liegt in 2000 Metern Tiefe, in eisiger, absoluter Finsternis. Es liefert nun ununterbrochen Echtzeitdaten über tektonische Verschiebungen. Tsunami-Warnungen könnten so entscheidende Minuten früher erfolgen. Wenn das gesamte Netz aufgerüstet ist, bleibt der Erde nichts mehr verborgen. Das Internet wird zur Alarmanlage unseres gesamten Planeten. Eine unsichtbare Infrastruktur, die Zehntausende Leben retten wird. Doch um diese gewaltigen Datenmengen in Echtzeit zu verstehen, brauchen wir ein neues Gehirn. Ein Gehirn aus Silizium und Algorithmen. Künstliche Intelligenz wird zum Dolmetscher der tektonischen Sprache. Muster, die für das menschliche Auge unsichtbar im Rauschen untergehen, werden von Maschinen in Sekundenbruchteilen entschlüsselt. Was einst als völlig unmöglich galt, rückt nun in greifbare Nähe. Die Vorhersage des Unvorhersehbaren. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, der alles verändern wird. Erdbeben Wochen im Voraus vorherzusagen, galt lange als der heilige Gral der Seismologie. Ein unlösbares Rätsel. Doch eine Studie der University of Texas zeigte das Unfassbare. Die Forscher fütterten eine KI mit den seismischen Aufzeichnungen von 5 Jahren. Der Algorithmus lernte, unsichtbare Spannungen in der Erdkruste zu lesen. In einem riesigen Testlauf in China passierte das Unglaubliche. Die KI sagte 70% der Erdbeben korrekt voraus, bis zu einer Woche im Voraus. Doch um die Gesellschaft in Echtzeit zu warnen, braucht das System noch mehr Sensoren. Hier kommt die Schwarmintelligenz ins Spiel. Citizen Science. Das Shake Alert System und die MyShake App machen das Smartphone zum Seismographen. Die verbauten Beschleunigungssensoren erfassen die unsichtbaren Primärwellen. Über 4 Millionen Nutzer in Kalifornien bilden so ein globales Überwachungsnetz. Wie entscheidend dieses Netz ist, zeigte sich am 14. April 2025.
Ein Beben der Stärke 5,2 traf die Elsinore-Verwerfung nahe Julian in San Diego. 13 Kilometer unter der Erde riss das Gestein. Noch bevor die zerstörerischen Schockwellen die Metropole erreichten, schlug das Netz Alarm. Das digitale Signal reist mit Lichtgeschwindigkeit, viel schneller als das Beben. In den Hochhäusern leuchten plötzlich Millionen von Displays auf. Eine blutrote Warnung: Erdbeben, Erschütterung erwartet, in Deckung gehen. Bis zu 35 Sekunden Vorsprung hatten die Bewohner vor dem Einschlag. Wertvolle Sekunden, die Leben retten. Autonome Systeme greifen sofort ein. Gasventile schließen sich vollautomatisch. Fabriken fahren herunter. Die Technik funktioniert. Das planetare Nervensystem reagiert auf den Reiz. Wir haben der Erde eine Stimme gegeben, die wir endlich verstehen. Ein Triumph der Wissenschaft und der globalen Vernetzung. Doch diese Technologie hat ihre Grenzen. Es gibt Ereignisse, die sich nicht aufhalten lassen, nur beobachten. Trotz aller Sensoren und KI rückt ein unausweichliches Ereignis unerbittlich näher. Das nächste Megabeben an der Cascadia-Subduktionszone vor der Nordwestküste der USA. Hier schiebt sich die Juan de Fuca-Platte unter den nordamerikanischen Kontinent. Auf einer Länge von 1000 Kilometern verhakt sich das Gestein. Die Spannung steigt. Um sich auf den großen Bruch vorzubereiten, ist der Ozean voller Augen. Autonome Waveglider patrouillieren völlig autark monatelang auf dem Meer. Sie nutzen ein ausgeklügeltes System, um Wellenenergie in Vorwärtsantrieb umzuwandeln. Von der Oberfläche aus kommunizieren sie akustisch mit Sensoren am Meeresgrund. Sie messen auf den Millimeter genau, wie stark sich die Platten derzeit verbiegen. Die Daten fließen direkt in das planetare Nervensystem. Gleichzeitig wacht ein weiteres System in der Tiefsee, die DART-4G-Bojen. Drucksensoren am Meeresgrund registrieren selbst die winzigsten Anomalien. Sie erfassen Tsunamiwellen von nur 1 Millimeter Höhe bei 6000 Metern Wassertiefe. Über Satelliten schlagen sie sofort Alarm in den Warnzentren der Küsten. Hochleistungsrechner berechnen dann die Flutwelle, lange bevor sie Land erreicht. Wir können die Gewalten aus dem Erdinneren nicht bändigen, aber wir sind nicht mehr taub, wir sind nicht mehr blind. Der pazifische Feuerring ist keine geologische Anomalie, er ist der unbändige Puls der Erde. Die neuen Technologien, KI, Glasfaser, Satelliten, sind unser Versuch zu verstehen. Eine Sprache zu lernen, die dieser Planet seit über 35 Millionen Jahren spricht. Ein gewaltiges Nervensystem, das tief unter der Ozeanoberfläche atmet.